Ofenbauer Daniel Reisinger soll ein altes Backhaus auf einem Hof im Schwäbischen Wald wieder zum Leben erwecken. Ein gemeinschaftliches Projekt mit Helfern und Handwerkern aus unterschiedlichen Gewerken und einer ganzen Familie, die mit anpackt. Ja, das Besondere an so einem Backhaus ist ja auch die Sache, dass da sehr viele Gewerke zusammenarbeiten. Dann habe ich irgendwo den Backofen zwar als zentralen Punkt drauf, aber dann geht es auch weiter. Ich brauche den Schlosser für die Backofentür, ich brauche den Zimmerer, ich brauche eigentlich den Dachdecker. Das ist ja wie ein komplettes Haus eigentlich, nur eben in klein mit der Funktion drin, dass es eben backen kann. Was ich so geil am Ofenbau finde, ja Feuer, ne? Der Geruch von Holz, vom Feuer. Du bist schwarz im Gesicht. Was ist das? Macht was mit dir. Da das halt so mitten im Hof steht und irgendwo auch Andenken an Oma und Opa von meiner Frau sind, haben wir dann gesagt, wir wollen jetzt erhalten und reparieren. Seit Generationen gehört das Backhaus zum Hof der Familie Leitner. Mit ihm verbinden sich Erinnerungen an gemeinsames Backen mit den Großeltern. Ofenbau, echtes Handwerk, echte Emotionen. Ja. Nee. Entschuldigung. Ja, und es ist egal, wie oft dass man ins Feuer schaut, das ist immer wieder schön. Ne? In Adelstetten bei Alfdorf liegt der alte Hof der Leitners. Das Backhaus ist mehrere hundert Jahre alt und Mittelpunkt des Hofes. Ofen und Haus bilden eine Einheit und müssen erst mal freigelegt werden. Jetzt kommt das gute Stück zum Vorschein, ja. Es ist immer wieder spannend, wenn man so einen Backofen aufdeckt, wie es da drunter aussieht. Ja, und wir sehen, das ist wirklich Zeit gewesen, weil es sind sehr viele Risse, die ich oben schon in die Züge sehe. Die Holzbalken sind viel zu nah an den Zügen dran. Ja, man sagt zwar, das hat Jahrhunderte gehalten und hat nicht gebrannt, aber ich muss es nach heutigen Bestimmungen machen, sodass er sicher schlafen kann und sagt, das hat Bestand. Seit 2 Jahren arbeitet Timo mit seiner Familie am Wiederaufbau des Backhauses. Seit mehreren Monaten wird fast täglich gebaut, selbst an den Wochenenden und Feiertagen. Das Backhaus war von meiner Frau, von Oma und Opa schon immer irgendwo der Mittelpunkt auf dem Hof. Der Opa hat immer den Teig selber geknetet von Hand und irgendwann ging es halt ihm nicht mehr so. Und da wir da waren, hat er dann irgendwann beschlossen, dass ich das übernehme und meine Frau mit ihnen zusammen. Und ja, durch das sind wir eigentlich an das Backhaus auch mit rangewachsen und haben es auch lieben gelernt. Das Backhaus soll wieder ein Gemeinschaftsort für die Familie und das Dorf werden. Regelmäßig wollen wir backen und auch die Nachbarschaft haben schon gefragt, ob wir nicht so einmal im Monat oder so einen Backtag machen können, wo jeder seinen Teig mitbringt und man das zusammen macht. Doch bis dahin wartet viel Arbeit. Schornsteinfeger Dan Rost entdeckt einige kritische Stellen. Wenn die Backöfen so alt sind, dann sieht man es auch hier wieder, dass das einfach beginnt, sich zu lösen. Der Lehm und dann das Stroh. Und das ist wieder so eine Gefahrenzone, wo man dann hier aufpassen soll, dass man das immer wieder dann richtet. Weil man hier sieht, ich klopfe jetzt nur mit dem Meterstab hin und wie das sich alles löst. Und das ist dann so ein Punkt, wo man echt aufpassen muss. Und dann auch, wenn das dann zu ist und die Tiere gehen rein, dann sieht man hinter, da liegt schon Moos drin, oben Wespennester. Und wenn das dann irgendwo wo drauf liegt, wo dann einfach das nicht mehr dicht ist, dann kann es echt, wenn man Pech hat, beginnen zu brennen. Die alte Dachkonstruktion muss abgerissen werden. Naja, da ist ja das gute Stück. Ja, man sieht hier, siehst Torben, da sind schon einige Abplatzungen. Oh ja. Und dann muss man das ein bisschen locker kratzen, dass wir wieder einen guten Kontakt für den Mörtel haben. Im hinteren Bereich sind sogar größere Locher.
Und hier sieht man auch da oben auf, das ist immer so eine Gefahrenstelle, dass die Öfen hier abreißen und dann eben die Rauchgase darauf ziehen. Also das müssen wir gut abdichten. Also wenn ich jetzt in so einen Ofen reingehe, als allererstes, was ich natürlich begutachte, ist, wie stabil ist denn eigentlich der Mörtel, der dazwischen drin ist. Und da sehen wir, dass der eigentlich sehr weich ist. Das ist oft der Fall. Und als nächstes ist dann die Steine, inwiefern die gerissen sind. Ja, da haben wir einige, die gerissen sind, aber in dem Bereich sind sie eigentlich noch gut. Hier drüben ist problematischer, weil sie sich hier wirklich abschälen. Und da ist dann eigentlich bloß die Möglichkeit, das noch weiter abzukratzen, bis man wieder auf festes Material kommt und dann aber auch eher so lässt. Daniel baut seit über 30 Jahren Öfen. Er gehört zu den wenigen Ofenbauern Europas, die alte Backhäuser sanieren. Ja, das Spezielle am Backofenbauen ist natürlich auch, dass es oft eng ist, ja, und man im Liegen arbeitet. Aber ja, mir liegt es, kommt mir vielleicht meine Größe da etwas zum Vorteil dazu. Und ja, ich glaube, ich habe das schon immer gern gemacht, in Höhlen drin rumkriechen und ja, fühle mich hierin wohl. Also, hau, rück! Bei der Sanierung eines Ofens ist Daniel auf viele freiwillige Helfer angewiesen. Ja, ich brauche die auch vor Ort. Also ich kann zwar einen gewissen Materialeinsatz mitbringen und Werkzeug, aber durch diese Gegebenheiten, die dann vor Ort sind, ist es wirklich dankbar, da ja auch Leute zu haben, die mitmachen und ja, die viele andere handwerkliche Fähigkeiten haben, die ich jetzt gar nicht habe, und das dann einfach ja, zu integrieren. Super, gut, ab damit. Zeit. 1, 2, 3. Schicht für Schicht legt Torben Teves die gemauerte Ofenkuppel frei. Abriss macht einfach Spaß, ja. Aber Aufbau auch. Ja, das habe ich mir schon geahnt. Das hatte ich im Gefühl, wenn ich darauf steige dann. Also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir auf gar keinen Fall jetzt hier nochmal Druck drauf kriegen. Weil wenn ich schaue, die Steine hier, ja, das ist schon alles sehr mürbe. Das hält sich halt übers Gewölbe, aber wenn man jetzt an einer Stelle jetzt draufsteigen wird, dann wird das ganze Gewölbe zusammenkrachen. Lehm und Stroh waren über Jahrhunderte die klassische Dämmung für Backöfen. Das Stroh verhindert Risse und macht den Lehm stabiler. Das ist so diese Standardschicht, ja, 10, 12 cm, was da mit Strohlehm drüber gemacht worden ist, um den Ofen einfach dann auch zu isolieren. Und jetzt könnte man sich hier fragen, ja, warte mal, das Stroh ist ja brennbar. Aber sobald das Stroh in den Lehm eingearbeitet ist, ist es nicht mehr brennbar. Oh. Ja, genau. Jetzt. Die ganze Platte auf. Da muss ich schauen, wie es Das Material, das können wir eigentlich wiederverwenden. Und dann können wir einfach das Material nehmen und in die Bottiche rein tun, wieder ein bisschen Wasser drauf tun, dann lassen wir das 1, 2 Tage ein bisschen durchziehen. Aber dann wird es wieder weich und wir können das wunderbar dann aufziehen und geben dann auch wieder die schöne alte Hülle aus dem recycelten Material. Mehrere Tage muss der Lehm nun durchmauken. Dass der Lehm durchmaukt, das heißt ganz einfach, wir haben hier ganz viele kleine Tonplättchen, also mikrogroß. Und da müssen wir halt jetzt, das Wasser zieht langsam da ein. Und das heißt eben das Durchmauken, also es zieht ins Material ein. Timos Kinder und auch die Nachbarskinder helfen mit, das Backhaus wieder aufzubauen.
Und Opa überwacht die Bauarbeiten. Guck, das geht fast von allein. Kann ich mit der auch mal alles hier runterziehen oder einfach mal von Hand alles runterziehen? Gemeinsame handwerkliche Projekte gehören für die Familie zum Hofleben dazu. Also einfach, dass sie halt sehen, die Werte und dass man auch ein bisschen was tun muss, dass man irgendwo was erreicht oder was erhalten und gestalten kann. Irgendwo hofft man dann schon, dass sie auch mal ins Handwerk oder sowas nachher gehen. Durch das viele Backen über Jahrzehnte ist der alte Mörtel sandig geworden. Die Fugen müssen vollständig ausgekratzt werden, damit sie später wieder neu verfüllt werden können. Daniel trägt eine Schlemme aus Feuerbeton und Wasser auf die alten Steine auf. Die dünnflüssige Masse dringt tief in Risse und Löcher ein. Und das schafft uns jetzt einfach die Stabilität für die Kuppel, weil ich gemerkt habe, dass sie schon sehr instabil ist. Und ich möchte es jetzt einfach sichern durch eine Schicht mit Feuerbeton, dass uns die nicht durch irgendwie eine falsche Bewegung zusammenbricht. Ja, das ist mir eben auch schon mal passiert, wenn man den zu flüssig macht und die Spalten zu groß sind, dass man dann eben das ganze Zeug innen reinläuft. Der Ben schaut jetzt kurz innen drin, weil ich hier ein größeres Loch gehabt habe, ob da jetzt schon innen drin was reinläuft. Ben, und? Ist dicht? Oder hat schon reingetropft? Nein, kommt nichts durch. Gut. Daniel trägt Feuerbeton auf, um die Kuppel zu stützen. Also nicht glatt ziehen, sondern aufrauen, dass er abtrocknen kann. Wenn du ihn glatt ziehst, machst du ihn zu. Ja. Feuerbeton muss offenporig sein, damit er gut abtrocknen kann. Können Sie mir von draußen mal einen Quast reingeben, hier durch ein Loch, bitte? Ein Quast bitte hier durch den Zug, das Zugloch reingeben und den Beton darfst du gleich reintun. Bevor weiter gearbeitet werden kann, stabilisiert Daniel die brüchigen Stellen im Inneren des Ofens mit einer Stützschicht. Licht mit reingeben oder manches reicht? Ich glaube, das reicht. Ja? Sieht gut aus eigentlich. Ich finde, das sieht super aus. Ich weiß nur nicht, wie das dann quasi... Für den Neuaufbau der Rauchgaszüge benutzt Daniel Schamottsteine. Die können Temperaturwechsel von 0 bis 800 Grad aushalten. Die Kuppel des Holzbackofens hat eine organische Form. Deshalb muss Daniel jeden Stein einzeln anpassen. Und durch das Schrägschneiden schaffe ich es eben auch, dass ich aus eckigen Steinen einen runden Kanal machen kann. Passt, machen wir gleich einen zweiten für drüben. Die Rauchgaskanäle leiten den Rauch durch den Ofen zum Schornstein. Also man versucht, diese Kanäle so zu bauen, dass man einen möglichst geringen Widerstand, also möglichst wenig Strömungsverlust hat, dass eben der Schornsteinzug nicht gehindert wird. Je besser der Schornsteinzug, desto besser brennt auch mein Feuer innen drin. Der Stein hier in der Mitte sorgt nochmal dafür, dass ich den Strömungswiderstand reduziere, indem dass jetzt die Kanäle, die Rauchgase hier nochmal geführt werden und dass es hier keine Verwirbelungen gibt. Verwirbelungen in den Rauchgaszügen bremsen den Rauch und verschlechtern den Zug. Dadurch kann das Holz schlechter abbrennen.
Unsere Rauchgase sind ja warm. Die haben einen tendenziellen Zug nach oben. Also die möchten nach oben steigen, weil sie wärmer sind. Und das macht man ihnen einfach, indem dass man die leicht steigend bis zum Schornstein verlaufen lassen. Da schneidest du über. Gib mal her. Also im Endeffekt, jetzt gehe ich auf die Kante her. Ich möchte jetzt, dass er hier unten so ein Stück wegbricht. Heben in die Luft, dass er also frei ist, dass er nicht irgendwo aufsteht. Und ich höre jetzt schon am Klang, sie schimpft schon, sie quält sich schon. Also allzu viel darf ich nicht mehr machen. Aber gut, jetzt dürfte es passen. Und jetzt richtig hochziehen um 5 cm. Ja, genau, viel reiben. Viele der alten Steine sind porös. Daniel und Ben klopfen sie raus. Mir geht es darum, die größeren Löcher zuzumachen, dass ich die Statik wiederherstellen kann. Hier im oberen Bereich jetzt viel reinzuschmieren, wird nichts bringen, weil es eh wieder runterkommt. Also wichtig ist hier im unteren Drittel, dass ich da das Gewölbe wieder stärken kann. Und ja, hier sieht man schon, dass es total weich ist. Also das muss dann runter. Wie geht's bei dir, Ben? Ja, hier ist auch ziemlich viel. Okay. Also vorsichtig abkratzen, genau. Das, was locker ist, muss weg, aber zu viel dürfen wir auch nicht machen, ja. Sonst haben wir nichts mehr dran. Nach der Schule möchte Timos Sohn Ben ins Handwerk. Am Backhaus arbeitet er jede freie Minute mit. Ja, ich denke, für den Ben ist es ja eine besondere Sache, weil er ist jetzt jung und er wird sehr viele Jahrzehnte mit diesem Backofen noch zusammen sein. Und er kann ihm dann immer weiter erzählen, dass er damals mit dem Backofenbauer da schon in dem Backofen drin war und der hat das super gemacht. Also. Okay, dann könnte mir der Timo ein Mörtel machen. Timo? Der feuerfeste Mörtel braucht eine zähe Konsistenz. Nur so haftet er auch an senkrechten und gewölbten Flächen. Wenn es aber ganz große Löcher sind, dann gehe ich her, nehme also Schamottsteine und setze die dann mit rein. Ich muss natürlich schauen, dass ich also wieder mit der Kuppelform schlüssig bin. Von der Materialeigenschaft hat der Feuerbeton fast annähernd die gleichen Eigenschaften wie der Schamottstein. Aber ich kriege es jetzt einfach vom Halt her zum Machen besser hin, wenn ich jetzt schon mal hier in solche großen Löcher einen neuen Stein einsetze. Also der muss aber natürlich auch fest drin sein, es darf keine Luft dahinter sein. Ich stütze ihn jetzt einfach ein bisschen ab und fülle auch rundherum gleich wieder mit Mörtel auf. Super, Ben. Dann machst du noch weiter und ich schaue draußen mal, wie es mit dem Dachstuhl ausschaut. Ja. Und 1, 2, 3, hopp. Über die Kuppel hat Daniel eine weiße, biolösliche Keramikfasermatte gezogen. Sie hält die Hitze im Ofen und dichtet ihn auch bei Rissen ab. Das ist wichtig für den Brandschutz.
Also das ist ja der Lehm, den wir vor ein paar Tagen noch runtergeholt haben. Da war der ja ganz trocken und staubig. Den haben wir jetzt in den Bottichen drin mit Wasser wieder angerührt. Durch die 2-3 Tage durchrühren, durchstampfen, ist der jetzt wieder schön aufgeweicht und lässt sich jetzt eben wunderbar verarbeiten dafür. Kuhfladen. Irgendwie macht schon Spaß, gell? Wenn man die ganze Zeit mit Beton arbeitet, macht die Finger kaputt. Und Lehm ist genau das Gegenteil, macht die Finger heil. Macht die Haut schön weich und zart und nicht so trocken. Also gibt Feuchtigkeit, anstatt welche zu nehmen. Am liebsten würde ich mich da ganz reinlegen. Aber kann ich jetzt leider nicht. Der Anschluss zum Schornstein gehört zu den anspruchsvollsten Stellen des Backhauses. Hier entstehen starke Spannungen durch große Hitze. Das haben wir im Vorfeld auch mit dem Schornsteinfeger hier abgeklärt, dass wir da dauerhaft Dichtigkeit schaffen müssen. Da darf natürlich jetzt hier kein Rauch nicht rauskommen, weil natürlich in unmittelbarer Nähe auch schon wieder Balken sind. Und darum wird das jetzt hier massiv auch wieder zweischalig und dann wieder von außen auch nochmal abgedämmt, dass wir da also wirklich sicher sind, dass es hier dicht ist. An der Verbindung zum Schornstein treffen verschiedene Materialien aufeinander. Lehm, Metall, Schamott und Feuerbeton. Jawohl, ich schaue gleich mal. Was da immer wichtig ist, dass so eine Metalltür, die dehnt sich durch die Hitze wesentlich stärker aus. Aber das ist super, wir haben da rundherum einen Zentimeter Platz und da können wir ein bisschen ein Dehnpolster da reinmachen. Und im unteren Bereich mache ich es immer gern so, dass ich die Steine hier ein bisschen noch mal ausschneide, dass wir wirklich zum Backen einen ebenen Eingang haben, sonst bleibt man da später mit der Brotschieber oder mit der Pizzaschaufel hängen. Die Ofentür ist aus dickem Baustahl gefertigt. Eine Vermiculite-Feuerraumplatte sorgt dafür, dass der Stahl nicht zu heiß wird und die Tür sich nicht verbiegt. Die steht, gell? Tut sich nichts. Damit das Backhaus wieder authentisch wirkt, wird der Dachstuhl in traditioneller Bauweise aufgebaut. Die handwerkliche Arbeit soll später sichtbar bleiben. So, und jetzt mal an der Strich anhalten, dann kann der Fieber schauen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass wir jetzt im Innenbereich des Backofens nicht mit Holzbalken arbeiten. Das da draußen ist ja jetzt alles wunderschön alt gearbeitet. Aber ich muss halt eben den Kompromiss zwischen authentisch und ja, Brandschutz wählen. Und in dem Fall sage ich da drin, das sieht man später nicht mehr. Auch die Lattung rüberwärts wird auch aus Metall gemacht. Die Dachtaschen selber sind ja aus Ton. Und somit habe ich dann im inneren Bereich überhaupt keine brennbaren Materialien und habe das, sage ich mal, ja, ausgetrickst. Ja, das ist schön, wenn so viele Gewerke da zusammenkommen. Also ein Backofen besteht eben ja, aus dem Inneren, gemauerten, aber dann natürlich auch, wir haben jetzt die Zimmermannsarbeit, wir haben jetzt dann kommen die Dachdeckerarbeiten noch. Und da muss immer viel zusammenarbeiten, dass das dann passt. Und dann, nachdem auch der letzte Ziegel gelegt ist, kommt der große Moment.
Das erste Holz wird im Ofen angezündet. Aber auch das braucht Fachkenntnis. So, jetzt kann man hier noch so ein bisschen kleines Holz drüberlegen. Was hat es für einen Grund, dass man den nicht mehr unten rein tut, sondern oben drauf legt? Das Holz hat 70% seiner Energie im Holzgas drin. Und das Entgasen passiert so ab 280 Grad. Wenn wir die Flamme jetzt unten machen, dann entgast uns unten das Holz, aber auch schon oben. Im oberen Bereich kann es aber nicht zünden, weil zu wenig Sauerstoff hinkommt, weil wir natürlich von unten gerade die Rauchgase hochziehen. Und dann passiert eins, dann braucht man viel mehr Holz, weil man das Holz, einen Großteil davon nur vergast, aber nicht zündet. Monatelang hat Timo mit seiner Familie daran gearbeitet, das Backhaus wieder zum Leben zu erwecken. Schön. Jetzt kann die Tradition von Oma und Opa weitergeführt werden. Ja, und es ist egal, wie oft dass wir ins Feuer schauen, das ist immer wieder schön. Ne? Für die Einweihung des Backhauses bereitet der Bäcker Christian Birnkammer ein traditionelles Holzofenbrot vor. So, dass ihr es im Bild nicht spüren könnt, wie geil so ein Teig sein kann. Damit im Backhaus gebacken werden kann, muss der Ofen rund 300 Grad haben. Dafür verbrennt Daniel etwa 50 Kilo trockenes Holz. Feuer, Teig und Zeit müssen zusammenspielen. Ein Holzbackofen funktioniert nicht auf Knopfdruck. Ja, einerseits die Herausforderung drin ist, dass du trotzdem ein geiles Brot kriegst, ein anderes Brot, Geschmack im Brot mehr hast, weil du eine ganz andere Krustenbildung hast. Allein die Farbe, wenn du es dunkel bäckst, der Geruch von Holz, vom Feuer, dem Brot dann, du bist schwarz im Gesicht. Was ist, das macht was mit dir. Aber dann haben wir eine schöne gleichmäßige Hitze und Backprozess. Das ist natürlich von dem her ideal. Sehr schön. Gut, jetzt gehen wir eine Stunde warten, dann ist fertig, oder? Super, wow. Sehr schön. Mit Feuer und Brot wird das Backhaus eingeweiht und ist wieder der Mittelpunkt des Hofes. Im Holzbackofen bekommt das Brot eine unvergleichliche, kräftige Kruste. Und das macht für Dani Leitner den Wert des Backhauses aus. Beim Bäcker kann man so zusammendatschen. Das funktioniert hier aber nicht. Das ist richtig fest und Das knackt. knackt, genau. Ja, Sport, ja. – 60 Brote können im Ofen gebacken werden. Genug für alle Handwerker, Helfer, Nachbarn und Freunde. Coole Arbeit. Ja, es ist immer wieder schön zu sehen. Ich sag mal, es ist einerseits die handwerkliche Arbeit, dass der Ofen natürlich funktioniert, die Technik, das handwerkliche Können. Aber was da rundherum eigentlich entsteht, schon beim Bau und jetzt eben mit der Gesellschaft, das ist eigentlich das ganz Besondere am Backofenbau. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.